Corona hat Europa immer noch fest im Griff. Aber hoch im Norden gibt es ein Land, einen Lichtblick auf der Corona-Karte. Begleitet uns auf unserem Roadtrip durch Schweden. Früh am Morgen starten wir bei durchwachsenem Wetter in unser Motorradabenteuer Schweden. Unser erstes Ziel wird heute der Ort Burg auf Fehmarn sein. Wir durchfahren den Wesertunnel und ersparen uns so die Fährüberfahrt von Nordenham nach Bremerhaven. Dann erreichen wir die Elbfähre Wischhafen-Glückstadt. Wir fahren an Bord und genießen es, auch mal für kurze Zeit aus dem Sattel zu steigen. Jetzt befinden wir uns bereits in Schleswig-Holstein und setzen unsere Fahrt zur Ferieninsel Fehmarn fort. Wir überfahren die Fehmarn-Sundbrücke und erreichen kurz danach unser Hotel. Nach einem leckeren Abendessen laufen wir noch zu Fuß zum Hafen, um den Abend im Licht der Dämmerung ausklingen zu lassen. Guten Morgen! Heute werden wir Deutschland verlassen. Auf dem Weg zum Fähranleger genießen wir noch einmal die Impressionen, die uns Burg bei der Durchfahrt bietet. Wir werden heute mit der Fähre nach Dänemark übersetzen und bis in die Hauptstadt Kopenhagen fahren. Zeitig erreichen wir den Fähranleger bei Puttgarden
wo wir noch auf die Ankunft der Fähre warten müssen. Dann ist sie da und wir sind tatsächlich die Ersten, die auf das Autodeck der Ro-Ro-Fähre Prinsesse Benedikte auffahren dürfen. Was nun folgt, ist eine ca. 45-minütige Überfahrt über den Fehmarnbelt nach Dänemark. Wir erreichen Rødby und passieren die Zollkontrolle auf der dänischen Seite ohne Beanstandung. Nun folgen wir der Vogelroute und durchqueren zunächst die Ferieninsel Lolland. Dann überfahren wir die Guldborg-Sundbrücke und erreichen so die Insel Falster. Kurz darauf verlassen wir diese wieder über die Storströmsbrücke. Diese wurde zwischen 1933 und 1937 erbaut und hat offensichtlich seine besten Tage bereits hinter sich. Unser Hotel in Kopenhagen erreichen wir am frühen Nachmittag und parken unsere Motorräder in der Tiefgarage des Hotels. Dann laufen wir für ein paar erste Eindrücke in die nahe Innenstadt von Kopenhagen. Heute haben wir den ganzen Tag Zeit, um Kopenhagen zu erkunden. Dafür haben wir uns von unserem Hotel 2 Fahrräder geliehen. Zunächst laufen wir die Einkaufsstraße Strøget entlang. Hier gibt es beinahe alles, was der Mensch zum Leben braucht. Am Amagertorvplatz werden die Tische und Stühle der Cafés im Sommer gerne von den Kopenhagenern bevölkert. Ebenso beliebt ist der Storchenbrunnen von 1894. Wir erreichen Nyhavn. Im Sommer machen hier historische Segler fest. Wo früher die Ladungen der Schiffe gelöscht wurden, befindet sich heute eine Kneipen- und Restaurantmeile. Dann erreichen wir Schloss Amalienborg, den Wohnsitz der Königin, und werden Zeugen eines Wachwechsels. Unser nächstes Zwischenziel liegt beim Kopenhagener Kastell, einer 1667 fertiggestellten Zitadelle. Dann erreichen wir eines der Wahrzeichen Kopenhagens, die kleine Meerjungfrau. Wir fahren über die neue Fahrradbrücke auf die andere Hafenseite nach Christianshavn.
Anziehungspunkt für Touristen ist hier unter anderem der Freistaat Christiania. Unser nächstes Ziel ist der Schlosspark Rosenborg. Hier ließ Christian IV. 1607 das gleichnamige Schloss als Lusthaus erbauen. Mit vielen Eindrücken im Gepäck beenden wir diesen interessanten Tag in Kopenhagen. Wir packen unsere Koffer, denn heute wartet das nächste Ziel unserer Reise auf uns. Heute soll es nach Halmstad in Schweden gehen. Dafür befahren wir zunächst die 152, die sich in herrlicher Lage direkt entlang der wunderschönen Küstenlinie bis nach Helsingør hinzieht. Diese Straße gewährt uns immer wieder traumhafte Ausblicke auf die ruhige See. Dann erreichen wir den Fähranleger von Helsingør, von dem aus wir auf die schwedische Seite nach Helsingborg übersetzen wollen. Interessant ist auch, dass die Fähren diese Strecke mittels Elektroantrieb zurücklegen. Die Batterien dafür befinden sich in den Kästen auf dem Dach. Diese Fährverbindung bringt ihre Fahrgäste in 20 Minuten von Dänemark nach Schweden und stellt damit eine spannende Alternative zur Öresundbrücke dar. Dann befahren wir zum ersten Mal schwedischen Boden. In Halmstad angekommen, beziehen wir unser Hotel und dürfen die Motorräder im abgeschlossenen Innenhof parken. Die Stadt liegt auf halbem Weg zwischen Malmö und Göteborg, an der Mündung des Flusses Nissan. Das Anfang des 17. Jahrhunderts erbaute Schloss ist heute die Residenz des Landeshauptmanns der Provinz Halland. In seinem schönen Innenhof finden im Sommer Konzerte statt. Wir begeben uns in die beschauliche Innenstadt von Halmstad, in der sich nette Geschäfte und Lokalitäten befinden.
Heute fahren wir von Halmstad nach Göteborg. Nachdem wir ca. 70 Kilometer mehr oder weniger entlang des Kattegats gefahren sind, erreichen wir die kleine Stadt Varberg. Die Festung in Varberg ist eine der bekanntesten und wahrscheinlich die am häufigsten besuchte Sehenswürdigkeit in der Provinz Halland. Mit ihren mächtigen Mauern und großen Bastionen thront sie als großes Bollwerk auf einer Anhöhe zwischen Innenstadt und Meeresküste. Als schöne Fotomotive bieten sich ebenfalls das Kaltbade und das Kurhaus an. Wir setzen unseren Weg durch die Region Halland weiter fort und so langsam erspähen wir auch die Motive, die dem Klischee von Schweden entsprechen. Als kleiner Tipp: Wenn ihr das wahre Schweden kennenlernen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall die großen Europastraßen meiden und euch stattdessen auf den kleinen Nebenstraßen bewegen. Dann erreichen wir Göteborg. Unser Hotel liegt sehr zentral und überzeugt uns mit einem großzügigen Zimmer im modernen skandinavischen Design. Die Lobby ist einfach nur beeindruckend. Wir folgen dem Stadtkanal, der vor unserem Hotel beginnt, in Richtung Zentrum mit seinen vielen Geschäften und historischen Bauten und verschaffen uns einen ersten Überblick über die zweitgrößte Stadt Schwedens. Heute haben wir einen weiteren Tag für Göteborg eingeplant und uns direkt wieder 2 Fahrräder gemietet. Wir begeben uns zunächst in den Stadtteil Olivedal und fahren von dort aus weiter in den Slotskogen, die grüne Lunge Göteborgs. Slotskogen ist für die Göteborger ein Ort der Entspannung, Erholung und Outdoor-Aktivität. Die Mischung aus Park und Naturwald schafft eine fantastische Umgebung. Dann erreichen wir den Stadtteil Haga. Haga ist eines der ältesten Viertel in Göteborg. Die Fußgängerzone Haga Nygata ist gesäumt von gut erhaltenen Häusern, viele im charakteristischen Göteborg-Stil. Der Stadtteil war im 19. Jahrhundert ein Slum mit einem schlechten Ruf. Heute aber Göteborgs angesagteste Gegend, in der es nicht an Cafés, Feinkostgeschäften und kleinen, gemütlichen Läden mangelt. Dank ihrer markanten Architektur
gehört die Fischhalle zu den Wahrzeichen Göteborgs. Sie trägt den Namen Feske Kirka, was auf Deutsch so viel wie Fischkirche bedeutet. Vorbei am Maritimen Museum, das aus 19 Schiffen verschiedener Bauarten besteht, fahren wir entlang der Hafenmeile. Göteborgs Markthalle, die Stora Saluhallen, liegt direkt in der City. Insgesamt 40 Geschäfte und kleine Lokale sind heute unter dem Dach der Halle vereint. Ein neuer Tag mit neuem Ziel wartet auf uns, denn heute wollen wir weiter nach Lidköping fahren. Leider regnet es zu Beginn etwas. Aber nach ca. 40 Kilometern ist der Spuk dann wieder vorbei und die Sonne lacht auf uns herab. Nachdem wir uns im Hotel frisch gemacht haben, begeben wir uns fußläufig in die Innenstadt. Lidköping ist eine kleine Stadt am größten schwedischen Binnensee, dem Vänern. Auf dem zentralen Rathausplatz befindet sich das alte Rote Rathaus, ein ehemaliges Jagdschloss. Des Weiteren gibt es zahlreiche Holzhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Nach dem leckeren Abendessen laufen wir noch durch Lidköpings ältesten Stadtteil, Limtorget, der uns mit mehreren mittelalterlichen Gebäuden begeistert. Durch eine Bilderbuch-Pippi-Langstrumpf-Kulisse führt uns unsere heutige Tagesetappe nach Örebro. Unser Routenverlauf führt uns durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Auf den kleinen Nebenstraßen, die wir befahren, wechseln sich Wälder und weite Landschaften häufiger ab. Wir erreichen Maristadt, die Perle am See Vänern, und wollen uns diese Stadt etwas genauer ansehen.
Hier am Ostufer des Vänern befindet sich der Hafen von Maristadt, der viel Platz für Segler und Wohnmobile bietet. Unweit des Hafens liegt einer der am besten bewahrten Stadtkerne Schwedens. In der Altstadt findet man gut erhaltene Häuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert und kleine gepflasterte Straßen. Überdies findet man dort das Wahrzeichen von Maristadt, die über 80 Meter hohe Domkirche. Eine Besonderheit ist, dass die Stadt zwar über eine Domkirche verfügt, aber hier kein Bischof in Amt und Würden ist. Wir gönnen uns noch ein leckeres Eis in der Sonne, bevor es wieder auf die Motorräder geht. Die roten Schwedenhäuser entzücken uns immer wieder beim Vorbeifahren. Hier entspricht einfach alles dem Klischee, das man von Schweden bei uns in Deutschland hat. Dann entdecken wir noch einen kleinen See mit einer Badestelle am Straßenrand, der uns zu einer netten Pause inmitten schwedischer Natur einlädt. Irgendwie hat hier alles einen gewissen Bullerbü-Touch. Dann erreichen wir unser Hotel in Örebro. Kurze Zeit später geht es auf Erkundungstour in die Innenstadt. Das Wahrzeichen Örebros ist das imposante Schloss, das von einer Befestigung seit dem 13. Jahrhundert zeugt. Übrigens, Prinz Daniel, der Ehemann von Kronprinzessin Victoria, stammt aus Örebro.
Heute fahren wir weiter nach Uppsala. Erneut tauchen wir auf den kleinen Nebenstraßen in die schwedische Landschaft ein, wo sich Wälder mit kleinen Ortschaften und weiten landwirtschaftlich genutzten Flächen abwechseln. Wir erreichen die Stadt Västerås am See Mälaren und fahren direkt an dessen Ufer, um abseits des Stadttrubels eine Pause vor herrlicher Kulisse einzulegen. Ein paar Kilometer weiter erreichen wir das Schloss Vik, das sich ebenfalls direkt am Ufer des Mälaren befindet. Der Prachtbau war ursprünglich eine Verteidigungsburg, die um 1450 gebaut wurde. Im 17. Jahrhundert entstand daraus ein Schloss im französischen Stil. Nun sind es nur noch wenige Kilometer bis nach Uppsala. Unser Hotel liegt erneut sehr zentral und so sind wir fußläufig sehr schnell in der nahen Innenstadt. Über der Stadt thront das Schloss Uppsala. Das imposante, rosafarbene Schloss kann bereits auf eine knapp 500-jährige Geschichte zurückblicken. Die 1435 geweihte Domkirche im gotischen Stil gilt als die größte Kirche Skandinaviens. Uppsala weist eine lange Tradition als Universitätsstadt auf. Bereits 1477 wurde die zweite Universität Skandinaviens und gleichermaßen die erste Schwedens in Uppsala gegründet. In Uppsala, durch dessen Stadtmitte der Fluss Fyrisån fließt, lässt es sich gut einkaufen, wobei das meiste bequem zu Fuß erreichbar ist. Den Abend beenden wir gemütlich im Irish Pub unseres Hotels.
Der heutige Abschnitt führt uns von Uppsala in die Hauptstadt Stockholm. Wie ihr seht, hat es uns heute voll erwischt. Es regnet ohne Pause und, um es vorwegzunehmen, es wird am Abend erst wieder aufhören. Aber wir lassen uns vom schlechten Wetter nicht unterkriegen und fahren zunächst zu den alten Hügelgräbern der Wikinger in Alt-Uppsala. In den 3 Königsgräbern liegen, laut Mythologie und Volksglauben, 3 der alten Schwedenkönige begraben. Diese 3 großen Hügelgräber sind nach neuesten Datierungen zwischen 475 und 550 nach Christi entstanden. Dann erreichen wir ca. 50 Kilometer nordwestlich von Stockholm die Stadt Sigtuna. Die Stadt ist eine gediegene Mischung aus malerisch und charmant und Schwedens erste Stadt. Sie wurde bereits 980 nach Christi gegründet. Sigtuna liegt am Nordufer des Sees Mälar. Seine verwinkelten Gassen führen auf die fast 1000 Jahre alte Hauptstraße Stora Gatan mit ihren zahllosen Holzhäusern, in denen sich hübsche Geschäfte befinden. Wir wechseln noch eine Glühbirne an Lottis Motorrad und dann geht es auf dem direkten Weg nach Stockholm. Wir beziehen unsere Hotelzimmer und machen unsere erste Erkundungstour in den Stadtteil Södermalm. Das ehemalige Arbeiterviertel wird heute gerne als Schwedens Prenzlauer Berg bezeichnet und ist Schwedens alternatives Wohnzimmer für Studenten und Künstler. Der nächste Tag gehört wieder vollkommen Stockholm. Wir bewegen uns zunächst zum Stadtteil Gamla Stan. Er ist das historische Zentrum der Stadt Stockholm. Die wunderschöne, vom Wasser umgebene Altstadt ist mit ihren verwinkelten, mittelalterlichen Gassen, den pastellfarbenen Häusern, dem königlichen Schloss und den prachtvollen Kirchen und Palästen die mit Abstand wichtigste Sehenswürdigkeit der Stadt. Wer zum ersten Mal nach Stockholm kommt, sollte sich zuallererst die Altstadt anschauen. Ein Spaziergang durch die engen und verwinkelten Gassen ist der perfekte Einstieg für jeden Besuch in Stockholm. Wir erreichen das Stockholmer Schloss. Das 1754 fertig gebaute Barockschloss erstreckt sich über 7 Etagen und hat mehr als 600 Zimmer. Es zählt somit zu den größten Schlössern in Europa. Die Innenausstattung des Schlosses zeigt Einflüsse verschiedener Epochen, vom Barock bis zum Empire-Stil. Das schwedische Königshaus residiert noch heute in dem prachtvollen Schloss. Und es ist Schauplatz wichtiger Veranstaltungen, wie beispielsweise Staatsbesuchen oder offizielle Empfänge. Große Teile des Schlosses mit seinen großen Sälen und königlichen Gemächern stehen den Besuchern zur Besichtigung offen.
den Kellergewölben unter dem Stockholmer Schloss befindet sich Schwedens ältestes Museum, die Rüstkammer. Das äußerst sehenswerte, erst 2019 renovierte Museum zeigt Kleidung, Waffen, Kutschen und Wagen verschiedener Herrscherdynastien. Dann steht das Vasa-Museum auf unserer To-Do-Liste. Die Vasa sank 1628 während ihrer Jungfernfahrt nach weniger als einer Seemeile. Die Galeone sollte das größte und stärkste Schlachtschiff seiner Zeit werden und endete tragisch im Stockholmer Hafen. 1956 fanden Wracksucher in 32 Metern Tiefe das Wrack der Vasa, das aufgrund des hohen Schwefelgehaltes des Wassers erstaunlich gut erhalten war. Nach 333 Jahren unter Wasser erblickte das Schiff dann 1961 erstmalig wieder das Licht der Sonne. In jahrelanger Kleinstarbeit wurde das Schiff vom Schlamm befreit und original restauriert. Und so gelang es, 98% des mächtigen und reich verzierten Kriegsschiffes im Originalzustand zu erhalten. Ohne das damalige Fiasko hätten wir heute nicht die Möglichkeit gehabt, dieses eindrucksvolle Schiff zu bestaunen. Als nächstes steht das ABBA-Museum auf dem Programm. Die schwedischen Super Troopers eroberten in ihren Glitzeruniformen auf Plateausohlen zwischen 1972 und 1983 die Popwelt im Sturm. Hier werden die Bühnenkleider, Artefakte, Konzertfotografien, Interviews und so weiter in einem modernen, interaktiven Kontext gezeigt. Das Museum wird übrigens in vollem Umfang von der Band unterstützt und ein großer Teil des Materials stammt von den Privatsammlungen der Mitglieder. Nach einem Spaziergang durch die Fußgängerzonen und einer leckeren Pizza im Vapiano geht auch dieser Tag langsam dem Ende entgegen. Auf Wiedersehen, Stockholm! Ab heute führt unsere Route wieder in Richtung Süden. Das Ziel unserer heutigen Tagesetappe heißt Motala. Unser erstes Zwischenziel heute ist die bekannteste Sehenswürdigkeit Sörmlands. Das Schloss Gripsholm, das 1537 unter König Gustav Vasa erbaut wurde. Es liegt herrlich am Ufer des Mälarsees.
Wir verlassen Gripsholm und fahren weiter durch die Region Sörmland. Das abwechslungsreiche Gelände umfasst weitläufige Wälder und Wiesen im seenreichen Hinterland. Die ZDF-Reihe Inga Lindström hat Millionen deutschen Fernsehzuschauern die Region Sörmland vielfach von ihrer besten Seite präsentiert. Auf den schmalen, kleinen Nebenstraßen sind wir oft völlig alleine in herrlicher Natur unterwegs. Wir beziehen unser Hotelzimmer in Motala und haben vom Balkon aus einen herrlichen Weitblick auf den Vetternsee. Dann heißt es erneut, die Motorradklamotten gegen ein gemütliches Freizeitdress zu tauschen und den Ort zu erkunden. Die Stadt liegt genau in der Mitte des Götakanals und ist die drittgrößte Stadt in Östergötland. Das Hafengebiet im Zentrum der Stadt ist im Sommer ein beliebter Treffpunkt. Es gibt kleine Läden, Cafés und Restaurants. Da sich hier fast alles um den Götakanal dreht, versteht sich Motala auch als die Hauptstadt des Götakanals. Da sind wir wieder. Frisch ausgeschlafen verlassen wir Motala in Richtung Växjö. Wir fahren fast 100 Kilometer am großen Vetternsee entlang und genießen immer wieder die herrliche Aussicht auf das Wasser. Inzwischen befinden wir uns in Småland in Südschweden, das mit seinen 31.000 Quadratkilometern ungefähr so groß wie Nordrhein-Westfalen ist. Aber während in Småland 24 Menschen pro Quadratkilometer Fläche leben, sind es in Nordrhein-Westfalen 20 Mal so viel. Småland ist reich an Seen. Es ist eine der seenreichsten Regionen von ganz Schweden. Hier wurden 5000 Seen gezählt, die über 1 Hektar groß sind.
Auf der Suche nach einem geeigneten Rastplatz entdecken wir durch Zufall die Kirche von Gamla Chelmsfjord. Die aus Feldsteinen errichtete Kirche entstand im 12. Jahrhundert. Astrid Lindgren hat die südschwedische Region Småland weltberühmt gemacht. Nicht etwa für Schlösser und Kunst, sondern für idyllische Dörfer, wilde Natur und urige Bauernhöfe. Växjö ist Residenz- und Universitätsstadt. Das Angebot an Cafés, Pubs und Restaurants ist entsprechend groß. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Dom mit den 2 auffälligen, kupferverkleideten Türmen. Um den See Växjösjön herum gibt es eine fast 5 Kilometer lange Strandpromenade. Heute verlassen wir Växjö, um zu unserem letzten Zwischenziel in Schweden zu fahren. Gemeint ist die ca. 220 Kilometer entfernte Stadt Malmö. Wir suchen uns wie immer kleine Nebenstraßen aus, auf denen es sich wunderbar durch die schöne schwedische Natur fahren lässt. Auch die Rastplätze sind oft, wie in diesem Beispiel, harmonisch in die Natur eingebettet. Dann erreichen wir Malmö. Die Küstenstadt Malmö in der südschwedischen Region Skåne bietet eine spannende Mischung aus historischem Charme und urbanem Puls. Das historische Zentrum ist der große Platz Stortorget, der älteste und größte Platz in Malmö, umgeben von gut erhaltener Architektur aus dem 16. Jahrhundert. Malmö liegt an Schwedens Südzipfel gegenüber von Kopenhagen in Dänemark und ist nach Stockholm und Göteborg die drittgrößte Stadt des Landes.
Wir erreichen den Lilla Torg. Der kleine Platz mit seinen urigen Restaurants, Bars und Cafés ist seit über 500 Jahren ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher. Wir ziehen noch eine Runde durch den östlichen Teil der Altstadt, der in den 60er Jahren modernisiert wurde. Hier genießen die Schweden und auch wir bei schönstem Wetter die abendlichen Sonnenstunden. Da unsere Fähre nach Deutschland heute erst um 22 Uhr ablegt, haben wir fast noch den ganzen Tag für Malmö zur Verfügung. Im Hotel haben wir uns heute deshalb noch 2 Fahrräder ausgeliehen, mit denen wir unseren Radius um Malmö vergrößern wollen. Inmitten des städtischen Trubels erwartet uns eine grüne Oase, denn der 12.000 Quadratmeter große Schlossgarten umgibt eine weitere Sehenswürdigkeit, die Burg Malmöhus. Wir fahren weiter in Richtung Strand, wo sich das Kaltbadehaus Ribersborg befindet. Von hier aus hat man einen tollen Blick auf die Öresundbrücke, die Schweden auf einer Gesamtlänge von 8 Kilometern seit dem Jahr 2000 mit Dänemark verbindet. Gleichzeitig hat man einen schönen Blick auf das moderne Stadtviertel Västra Hamnen, das komplett mit Windkraft, Sonnenenergie und Biogas betrieben wird. Eine weitere Meisterleistung ist der Wolkenkratzer Turning Torso. Mit 190 Metern und 54 Etagen ist es derzeit das höchste Gebäude in Skandinavien und verdreht sich um 90 Grad um seine eigene Achse. Zurück in der Altstadt besuchen wir noch das älteste Gebäude von Malmö, die St. Petri-Kirche. Diese Kirche aus dem 14. Jahrhundert ist ein Paradebeispiel der Ostsee-Backsteingotik, dem ehemals gemeinsamen Stil der Hansestädte. Die Gewölbe sind mit Gemälden aus dem Spätmittelalter dekoriert, die zu den schönsten ihrer Zeit in Skandinavien zählen. Dann begeben wir uns auf die circa halbstündige Fahrt nach Trelleborg, von wo aus unsere Fähre nach Travemünde heute Abend ablegen soll. Da wir etwas zu früh sind, überbrücken wir die Zeit in der Abendsonne noch auf einer lauschigen Bank direkt am Ostseeufer, von wo wir unsere Fähre in den Hafen einfahren sehen können. Dann fahren wir durch den Check-in, was sich als völlig unproblematisch erweist, und cruisen über das riesige Hafengelände zu unserem Fährterminal. Zu unserer Überraschung steht vor uns in der Reihe noch ein einziger Biker mit Norder Kennzeichen. Fast zu Hause. Ja. Es stellt sich heraus, dass Harald im Nachbarort Hinte zu Hause ist. Was für ein witziger Zufall.
Gemeinsam mit Harald fahren wir in den großen Bauch der Niels Holgersson und verbringen den Abend noch gemütlich zu dritt im Bordcasino mit ein paar kühlen Bierchen. Schweden hat uns sehr begeistert und wir hoffen, dass euch dieses Video ebenfalls gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns sehr über ein Abo, einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace.